Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, wir haben ja mit unserem Kanal angefangen, indem wir einen blauen Sprinter 4x4 ausgebaut haben. Und ich glaube, eines der ersten Videos war wohl der Besuch des Düsseldorfer Caravan-Salons. Und da befinde ich mich jetzt wieder, denn ihr werdet es erahnen, ich will mir mal angucken, was es hier für tolle Möglichkeiten und Lösungen gibt, um den Bus selber auszubauen, welche neuen Produkte es gibt, ob es vielleicht tolle Grundrisse gibt, die man nachbauen kann. Aber für all das brauche ich natürlich als allererstes erstmal so eine Busausbauermütze. Aber wo finde ich die? Oh, wie wär's mit der? So, Busaufbauermütze aufgesetzt. Los geht er. Thema Selbstausbau, da muss man sich am besten auch einen Profi suchen und den habe ich hier gefunden. Denn wir sind hier natürlich jetzt im Bereich von der Düsseldorfer Messe zum Thema Selbstausbau. Und stell dich mal bitte kurz vor, wobei dich kennt man, ich glaube dein Kanal hat 120.000 Abonnenten oder so. Ich weiß es gar nicht so genau, aber irgendwie so, ne? Kommt etwa hin, ja genau. Genau. Ja moin, ich bin Martin, Redakteur beim Explorer. Und wir dürfen hier das Thema Abenteuer Selbstausbau zeigen. Wir können also den Selbstausbau ganz viel zeigen, wie baut man Autos aus. Wir haben natürlich unsere Redaktionsautos dabei und ganz viele Schautafeln gemacht. Und wir machen ja nicht nur das Heft. Sie ist gerade schon, eigentlich sind wir so ein 4x4 Magazin, aber das stimmt gar nicht, denn Selbstausbau, das betrifft ja eigentlich alle und deswegen haben wir Bücher, wir haben sogar extra ein neues Magazin gemacht hier. Genau, und das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass nicht nur, dass ihr das Buch habt, sondern dass ihr jetzt auch noch ein Magazin habt. Wanderlust heißt das Magazin. Genau. Und das ist jetzt im Grunde genommen für alle, die jetzt kein Allradfahrzeug haben, die nicht so sehr auf Expeditionsmobile stehen, sondern quasi auch ein normales Wohnmobil haben. Und ich habe mal kurz drin geblättert, ihr gebt sogar richtig gute und sinnvolle Tipps. Also genau, es ist letztendlich der Explorer in einem anderen Umfeld. Also es sind genau dieselben Ideen, das Heft ist leserfinanziert, wir haben dieselbe Werkstatt, es sind dieselben Redakteure. Wir wollen einfach nur zeigen, natürlich, es geht nicht immer darum, die Welt zu entdecken mit riesengroßen Offroad-Schiffen, sondern wir können auch einfach mit einem kleinen Van durch Europa reisen. Und manchmal ist es so ganz vor der Haustür, also zum Beispiel das Titelthema, da ging es so darum, wo kann ich überhaupt noch hinfahren in Deutschland zum Campen? Also da fangen wir ein bisschen näher dran an, aber die Idee ist ziemlich ähnlich wie zum Explorer. Sehr gut, ja, auf jeden Fall sehr, sehr sinnvolle Tipps. Hier im Hintergrund sieht man auch ein Fahrzeug, was du selber ausgebaut hast. Und dramatischerweise, ich hatte es auch schon im Video gesehen, eigentlich wolltet ihr noch ein Auto haben, auch ein ganz tolles Auto. Ich habe es bei YouTube schon gesehen, was du auch ausgebaut hast. Ein alter Volvo, glaube ich, war das, ne? Genau, wir haben unseren alten Volvo Knut, das ist unser altes Redaktionsauto, der ist ja über 40 Jahre alt. Der hätte eigentlich genau hier stehen sollen, aber der ist leider mit Motorschaden auf der Strecke liegen geblieben. Gehört zu selbst aufgebauten Autos eben auch mit dazu. Ganz genau. Und du hast es ja auch schon gesagt, es ist ja halt leider in dem Bereich auch nicht so, dass man im Selbstausbau jetzt Massen an Geld hat und sich jetzt zwangsläufig dann auch immer diese Fahrzeuge ab 100.000 Euro leisten kann. Entsprechend habt ihr hier auf dem Stand natürlich auch, zeigt man da hinten, eine etwas günstigere Variante. Gerade Leute, die halt selber ausbauen wollen, die können eigentlich in jedem Budget planen. Ja, also wir haben im letzten Jahr haben wir ja schon mal grob gestartet. Da hatten wir unseren kleinen Fiat Ducato dabei, den wir auch schon mal ausgebaut hatten. Da war das Budget ja schon deutlich günstiger. Ich meine, da waren wir unter 10. Jetzt sind wir noch mal bei 6.000 Euro, das Auto von der Kollegin. Damit wir eben gerade zeigen, es muss nicht immer der Neuwagen mit teurem Zip und Zap sein, sondern es geht ja im Prinzip darum, Möbel rein, Bett rein und losfahren. Und das haben wir im Prinzip nicht nur an den Autos gezeigt, sondern auch an den 4 Pagoden. Da können wir mal reingehen und mal zeigen, dass wir so auch ein paar Schautafeln noch dabei haben. Ja, super. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kirche hier, die Religion, Diesel oder mit Gas heizen. Wir haben hier eine Beispielinstallation mitgebracht, wie man eine Gasinstallation macht. Also von den verschiedenen Flaschen hin zu den Verteilern, dass es Schnellkupplung gibt. Also was kann man sich eben angucken, ein bisschen befingern, um zu sehen, wie das funktioniert. Und hier haben wir kurze Frage zum Thema Gas. Du bist ja nun auch Profi, gerade wenn es um Reisen in ferne Länder geht. Wie ist das denn eigentlich mit dem Nachbefüllen? Also viele sagen ja, du hast halt in einigen Ländern Schwierigkeiten, wenn du deine Gasflaschen mit hast, die wieder zu befüllen. Kannst du da aus Erfahrung sprechen, ob es Probleme gibt oder?
Also es ist ja einmal der Unterschied, will ich mit Gas heizen oder will ich mit Gas kochen? Wenn ich nur mit Gas kochen will, komme ich mit so einer Flasche locker einen ganzen Sommer aus, weil der Verbrauch einfach so gering ist. Wir haben mal ausgerechnet, mit einer 5 Kilo Flasche einmal am Tag eine halbe Stunde kochen mit 2 Flammen, kommst du etwa 50 Tage aus. Wenn du heizen willst und im Winter unterwegs bist, sieht das schon ganz anders aus, das ist schon richtig. Aber auch da wieder, ist es ein gut gedämmter Kabinenaufbau oder ist es ein Kastenwagen, wo du 5-mal am Tag die Schiebetür auf und zu machst? Das ist dann ganz stark unterschiedlich. Da kann es sein, dass dann nach 4 Tagen die Gasflasche tatsächlich schon leer ist. Gibt es Möglichkeiten, mit dem Gastank zu arbeiten zum Beispiel. Also das steht und fällt mit den Fahrzeugen. In dem blauen Kastenwagen, den wir gerade gesehen haben, der ist ja auch wintertauglich, aber der hat zum Beispiel 2 Heizungen. Weil wir wissen, wir können nicht so viel Gas mitnehmen, dass es endlos reicht. Also gibt es noch eine Dieselheizung, um zuzuheizen. Aber die Hauptlast soll eigentlich auch da eine Gasheizung machen. Also das steht und fällt ein bisschen mit Reiseregionen und Fahrzeug. Genau, ist auch ein Thema, worauf man achten sollte, wenn man gerade im Norden unterwegs ist. Wir waren auch unter anderem auf Island. Und ich habe halt gemerkt, dass so bei Minusgraden auch, also wir haben das Fahrzeug auf 15 Grad erwärmen können. Danach war Stopp. Ne, weil trotz guter Dämmung, die Kälte zieht halt durch die Dichtung rein und so. Also eine zweite Standheizung wäre in unserem Auto nicht verkehrt gewesen. Ja, oder eben die Luftverteilung gut zu machen. Ich glaube, das ist durchaus ein Thema, gerade bei großen Vans, die so 7 Meter lang sind, wo man die Luftverteilung nur im vorderen Bereich hat. Da kommt die warme Luft ja gar nicht bis nach hinten, dann hat sie sich abgekühlt. Und deshalb haben wir in dem Auto zum Beispiel eine Wasserheizung verbaut. Da kannst du die warme Temperatur, also die Wärme der Heizung im Prinzip viel besser verteilen. Dann machst du einen Heizschlauch hinten nochmal in den Hecktüren lang, damit verteilt sich das besser. Und dann muss die Heizung natürlich auch nicht so viel laufen, damit ist sie wieder sparsamer. Also solche Sachen, das sind alles Themen, die wir hier auch bespielen und ein bisschen Anleitungen und Tipps geben. Und die dann auch ab und an mal in eurem Magazin erscheinen. Genau, also das ist ja immer der Kern. Also Kern unseres ganzen Schaffens ist ja im Prinzip der Explorer als Magazin, jetzt die Wanderlust mit dazu als Magazin. Und da gehören diese Videos und die Bücher, das sind so ein bisschen so die Satelliten, die drumherum fliegen. Aber im Kern, das Heft, es geht ja so weit, dass wir den Abonnenten ja Möglichkeiten geben, kostenlose Webinare, die haben eine E-Mail-Adresse, wo sie Technikfragen stellen können. Also das ist so unsere Sonne, um die sich alles dreht und alles andere drumherum. Okay, Gas, jetzt hast du was zum Thema Heizung gesagt. Genau, das ist so eine Beispielinstallation, wie sie wahrscheinlich die meisten in ihren Fahrzeugen haben. Also eine luftgeführte Dieselheizung, hier sieht man den Abgastrakt, die Frischluftversorgung, die Warmluftverteilung, Bedienteil. Einfach, dass man mal vor Augen hat, nicht nur so einen Karton, den ich bestelle, sondern wie baue ich das eigentlich ein, was gehört da alles zu. Und wir haben ja nicht nur die Heizung, wir haben ja auch noch Dämmmaterialien da. Wir haben eine ganze Elektrik aufgebaut, alles hier so auf solchen Schautafeln. Was würdest du jemandem raten, der jetzt kurz davor ist, einen Bus auszubauen? Womit sollte der anfangen? Was sind so Themen, die jetzt gerade jemanden, der vielleicht handwerklich begabt ist, aber sich mit Busausbau noch nicht so auskennt, womit sollte der anfangen? Also was wir so hier in den ganzen Gesprächen merken, ist, dass einer der größten Fehler ist, die Leute campen noch gar nicht. Also viele sagen, ey, geil, möchte ich gern machen. Und ich sehe da ganz viel auf Insta oder YouTube und ich fange jetzt auch an. Und der nächste Fehler ist, dass man sich auf ein Auto festlegt. Sagt, der Renault Master L4, H3, whatever, den will ich jetzt ausbauen. Und eigentlich muss ich von innen raus denken. Ich muss erst sagen, ich brauche vielleicht ein Bett für 2, ich will eine Küche haben, die so und so groß sein muss, weil ich gern koche. Und ich will eine Nasszelle haben. Und dann gucke ich eigentlich erst nach den passenden Fahrzeugen, die da reinpassen. Und da würde ich auch immer empfehlen, viel offener zu gucken, als man momentan macht. Es gibt Kofferaufbauten, ich kann auch alte Möbelkoffer umbauen. Es gibt so viel mehr an Fahrzeugen, die man nutzen kann, die vielleicht sogar besser sind als ein Transporter. Also nicht so festlegen auf die Ideen, die man ganz viel sieht, sondern erst eigenes Bedürfnisse erstmal abklären. Sehr schön. Ich glaube, viele, die sind erstmal, wenn sie hier auf das Thema Heizung gucken, ein wenig überfordert. Wenn man da Hilfe braucht, gibt es natürlich auch genug Firmen, die einem so eine Heizung einbauen können. Aber ihr habt da hinten auch noch eine Schautafel zum Thema Möbelbau und ich glaube, da trauen sich auf jeden Fall sehr, sehr viele ran. Ja, genau. An Möbelbau, da trauen sich die meisten ran, da freuen sich alle drauf. Und wir haben hier 2 Tafeln mitgebracht, einmal mit Holz. Es gibt auch ganz viele unterschiedliche Materialien. Klar, Birke Multiplex kennt, glaube ich, jeder. Do-it-yourselfer. Wir haben ganz viele unterschiedliche Materialien mitgebracht, damit man auch merkt, oh, sowas ist ja so viel leichter, damit man das mal vor Augen hat. Aber man kann ja nicht so mit Holz ausbauen, sondern man kann ja auch mit Kompositwerkstoffen arbeiten. Also auch da gibt es nochmal endlose Möglichkeiten. Hier zum Beispiel Alu-Dibond oder Monopan-Kunststoffe, Sandwich-Materialien. Also alles Mögliche. Und damit man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, was alles da ist, haben wir einfach mal bunt hier Muster mitgebracht. Und das ist noch lange ja nicht das Ende der Fahnenstange. Absolut. Und
Für jeden, der sich fragt, warum hängen denn da jetzt so viele Materialien, das Besondere an diesen Materialien ist natürlich, sie sind alle unheimlich leicht. Ja, genau. Also ich meine, wir wissen ja alle, dass wir in den Fahrzeugen möglichst leicht bauen müssen. Also keine Spanplatten rein, keine USB-Platten rein. Hier allein dieser Schrank hier, der wiegt glaube ich 60 Kilo. Kann man machen, ist halt super schwer und dann sind die Autos einfach zu schnell überladen, fahren sich schlecht, verbrauchen zu viel. Und deshalb hier so unsere Idee, einfach mal zu gucken. Vielleicht, ich muss ja nicht alles aus so einem Material bauen, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich habe hinten mein Querbett im Heck, das ist ja eine große Fläche, da nimmt man jetzt nicht bitte die 18 mm starke Multiplex-Platte, sondern vielleicht so eine Sandwich-Platte, die wiegt 4 Kilo pro Quadratmeter, trägt viel mehr, ist viel stabiler. Und dann habe ich schon auf jeden Fall wieder 30 Kilo gespart. Und das ist ja eigentlich das, was man so ein bisschen mixt mit den Materialien. Absolut. Also mir gefällt das sehr gut, dass ihr hier einfach mal so aufgezeigt habt, was alles möglich ist, dass man sich das einmal mal sieht, weil das Thema Gewicht ist auf jeden Fall immer da, gerade wenn man versuchen will, in einem Fahrzeug unter 3,5 Tonnen unterwegs zu sein. Bei 7,5 Tonnen, da würde ich sagen, da kann man schon ein bisschen mehr wagen. Letztendlich ist es tatsächlich so, egal in welcher Klasse, die Leute enden immer am oberen Ende und merken, oh, jetzt wird es dann doch eng. Jetzt muss ich doch den Lithium-Akku kaufen, um irgendwie wieder ein paar Kilo zu sparen. Also ich würde immer darauf achten, egal welche Fahrzeugklasse. Es ist ja so einfach. Einfach eine Waage neben das Auto stellen, sich einmal draufstellen, sagen, gut, ich trage jetzt 20 Kilo rein, schreibe das kurz auf den Zettel und dann weiß ich im Prinzip, was ich schon wieder drin habe. Super, klasse. Du hattest vorhin gesagt, wenn man im Winter unterwegs ist, dann muss man das Auto gut dämmen. Und ihr habt ja auch eine Schautafel zum Thema Dämmstoff. Ja, hier seht ihr das schon. Hier wird so viel dran rumgefingert, dass schon die Sachen kaputt gehen. Dämmung ist natürlich super wichtig. Wir wollen da gar keine Anleitung geben. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Herangehensweisen. Natürlich hier klar, Armaflex, kennt wahrscheinlich bei YouTube mittlerweile jeder. XPS, damit man mal ein Gefühl hat, wie steif das Material ist, wie es anfängt zu quietschen beim Verbauen. Polyethylenschaum, kann ich mit Glas oder Steinwolle arbeiten. Auch das sind einfach erstmal so mehr eine Art Inspiration zu sehen, wie sind die Materialien. Korkdämmung ist, glaube ich, für viele ein Thema, oder? Und wenn ich dann einfach mal merke, dass Kork einfach so bröselig ist und auch sehr schwer ist, dann kann ich zumindest noch mal drüber nachdenken, was das bedeutet, damit zu arbeiten. Und deswegen haben wir das mitgebracht, bis hin zu so Hightech-Materialien wie Aerogel-Dämmung. Die haben wir extra ins Glas gepackt, weil die so eklig ist, dass man die eigentlich hier gar nicht offen haben kann. Super, klasse. Vielen, vielen Dank. Ihr habt hier noch so viele andere Themen. Ihr habt noch die Elektrik da, ihr habt hier noch Wasserfilter da. All das sind Themen, die wahrscheinlich alle in eurem Ausbaubuch und in dem Magazin erscheinen. Von daher will ich dich jetzt auch gar nicht lange aufhalten. Vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick hier von der Düsseldorf Caravan Salon in dem Bereich Selbstausbau. Klasse, danke vielen, euch. vielen Dank. Und dir noch viel Erfolg. Ich weiß, du hast jetzt gleich deine nächste Veranstaltung. Da geht es darum, wie finde ich das richtige Fahrzeug? Genau, Gebrauchtfahrzeug gegen Neufahrzeug. Ich direkt los. Perfekt, los geht das. Vielen, vielen Dank. Was erwartet der TÜV dafür? Was erwartet mein Partner, dass ich nach 2 Jahren Bauzeit auch noch überhaupt menschlich bin? Worauf muss ich achten, dass das alles funktioniert? Darüber reden wir um 12. Um 13 Uhr machen wir einen kleinen Ritt über das Thema Basiselektrik, also wie funktioniert das eigentlich, Batterie, Solaranlage, wie viel Strom verbrauche ich. Um 14:30 Uhr reden wir über Brennstoffe